Hallo Ben, wie geht es dir? Du siehst gestresst aus. Hallo Mia. Ja, ein bisschen. Ich ziehe nächsten Monat in meine neue Wohnung um und habe noch keinen Plan. Keine Sorge, ich helfe dir gerne. Ich würde vorschlagen, dass wir den Umzug zusammen organisieren. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag super, Mia. Alleine schaffe ich das nicht. Wann sollen wir umziehen? Wir könnten das am ersten Samstag im Monat machen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir am Freitag umziehen, weil am Samstag alle Straßen voll sind. Ich habe an dem Freitag frei. Passt das für dich? Ja, das passt mir gut. Ich nehme mir einen Tag Urlaub. Wer kann uns noch helfen? Ich schlage vor, dass wir Sarah und ihren Bruder fragen. Er ist stark und kann die schweren Möbel tragen. Wie findest du den Vorschlag? Hervorragender Vorschlag. Mit 4 Personen geht alles schneller. Wie transportieren wir die Möbel? Ich habe nur ein kleines Auto. Ich denke, es wäre besser, wenn wir einen Transporter mieten, weil dein Sofa und dein Bett nicht in ein Auto passen. Was würdest du davon halten? Einverstanden. Ein Transporter kostet ungefähr 60 € pro Tag. Das ist okay. Ich reserviere ihn morgen online. Perfekt. Und die Kartons? Hast du schon welche? Nein, noch nicht. Wo bekomme ich Kartons? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir fragen im Supermarkt. Dort bekommt man Kartons kostenlos. Ich kann morgen 10 Stück holen. Das gefällt mir. Dann packe ich nächste Woche meine Bücher und meine Kleidung ein. Kannst du mir beim Küchenpacken helfen? Ja, kein Problem. Das Geschirr müssen wir gut in Zeitungspapier einpacken. Und was essen wir am Umzugstag? Ich bestelle für alle Helfer Pizza und kaufe kalte Getränke. Das ist Tradition beim Umzug. Super. Also, am Freitag um 8 Uhr bei dir? Dann haben wir genug Zeit für alles. Ja, das geht. Am Abend feiern wir dann in der neuen Wohnung mit einer kleinen Einweihungsparty. Das ist ein wunderbarer Plan. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir, Mia. Du bist eine echte Freundin. Gerne. Bis Freitag. Tschüss. Tschüss, Mia. Hallo Noah, wie geht es dir? Hallo Mia. Sehr gut, danke. Ich habe gehört, das Wetter wird am Wochenende fantastisch. Ja, genau. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir eine Fahrradtour machen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag super. Ich bin schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Wann wollen wir fahren? Wollen wir das am Samstag machen? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil ich am Samstag arbeiten muss. Es wäre besser, wenn wir am Sonntag fahren. Passt es dir am Sonntag um 10 Uhr? Ja, das passt mir gut. Welche Route sollen wir nehmen? Wir könnten am Fluss entlang bis zum alten Schloss fahren. Was hältst du davon? Hervorragender Vorschlag. Der Weg am Fluss ist flach und sehr schön. Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Ich glaube, es sind ungefähr 25 Kilometer hin und zurück. Ist das okay für dich? Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden. Natürlich. Die Tour ist ungefähr 25 Kilometer lang. Wir fahren langsam und machen Pausen. Ach so. Ja, das schaffe ich. Was sollen wir mitnehmen? Ich schlage vor, dass wir viel Wasser und ein paar Snacks einpacken. Einverstanden. Ich nehme auch Sonnencreme und ein kleines Werkzeug mit, falls ein Reifen kaputt geht. Was würdest du davon halten, wenn wir auch Badesachen mitnehmen? Am Schloss gibt es einen kleinen See. Das gefällt mir richtig gut. Schwimmen nach dem Radfahren ist perfekt. Wo machen wir die Mittagspause? Ich hätte einen guten Vorschlag. Neben dem Schloss gibt es einen Biergarten mit leckerem Essen. Dort können wir zu Mittag essen. Super! Ich liebe Biergärten im Sommer. Muss ich vorher mein Fahrrad kontrollieren? Ja, bitte prüfe die Bremsen und die Luft in den Reifen. Sicherheit ist wichtig. Okay, das mache ich heute Abend. Wo treffen wir uns am Sonntag? Treffen wir uns um 10 Uhr an der Flussbrücke? Von dort startet der Radweg direkt. Ja, das geht. Soll ich für uns beide auch etwas Süßes zum Naschen einpacken? Ja, gerne. Schokolade gibt Energie beim Radfahren. Ich freue mich schon sehr. Ich mich auch. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Tschüss, Mia. Hallo Elias! Puh, ist das heiß heute. Hallo Mia. Ja, 35 Grad. Ich kann bei dieser Hitze gar nicht denken. Ich auch nicht. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir morgen zusammen ins Schwimmbad gehen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag fantastisch. Wasser ist genau das Richtige bei diesem Wetter. Sollen wir ins Hallenbad gehen? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil das Hallenbad im Sommer langweilig ist. Ich würde lieber ins Freibad gehen, weil es dort eine große Wiese und eine Wasserrutsche gibt. Was denkst du darüber? Du hast recht, so machen wir es.
Das Freibad ist viel schöner. Um wie viel Uhr wollen wir gehen? Ich schlage vor, dass wir schon um 9 Uhr gehen, weil es später sehr voll wird. Wie findest du den Vorschlag? Einverstanden. Am Morgen bekommen wir noch einen guten Platz im Schatten. Wen möchtest du mitnehmen? Wir könnten Sarah und Maria fragen. Zusammen macht es mehr Spaß. Was würdest du davon halten? Hervorragender Vorschlag. Ich frage auch meinen Mitbewohner, er schwimmt sehr gerne. Was sollen wir mitbringen? Ich bringe Handtücher, Sonnencreme und einen Sonnenschirm mit. Kannst du etwas zum Essen mitbringen? Ja, kein Problem. Ich mache belegte Brote und schneide Wassermelone. Das ist perfekt für den heißen Tag. Wie bitte? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Natürlich. Ich bringe belegte Brote und frische Wassermelone mit. Trinken kaufen wir dort. Ach so, super. Weißt du, wie viel der Eintritt kostet? Ich glaube 4 Euro für Erwachsene. Mit der Studentenkarte kostet es nur 2,50 Euro. Das ist günstig. Bringst du auch einen Ball mit? Wir könnten auf der Wiese Volleyball spielen. Das gefällt mir. Ich habe einen Volleyball zu Hause. Und wenn wir müde sind, können wir uns auf der Wiese ausruhen und ein Eis essen. Perfekt. Im Freibad gibt es einen Kiosk mit leckerem Eis. Also, morgen um 9 Uhr am Eingang vom Freibad? Ja, das passt mir gut. Soll ich Sarah und Maria anrufen oder machst du das? Ich schreibe Ihnen gleich eine Nachricht. Ich freue mich riesig auf das kalte Wasser. Ich mich auch. Bis morgen, Mia. Bis morgen. Tschüss. Hallo Finn. Schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Hallo Mia. Gut, danke. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass es eine neue Ausstellung im Stadtmuseum gibt. Wirklich? Das ist interessant. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen ins Museum gehen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Ich liebe Museen. Die neue Ausstellung zeigt alte Fotos von unserer Stadt. Wann wollen wir gehen? Hast du am Mittwoch Zeit? Nein, am Mittwoch kann ich leider nicht, weil ich einen Zahnarzttermin habe. Es wäre besser, wenn wir am Donnerstag gehen. Passt es dir am Donnerstag um 15 Uhr? Ja, das passt mir gut. Donnerstags ist der Eintritt sogar billiger. Wie kaufen wir die Tickets? Wir könnten sie an der Kasse kaufen. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil an der Kasse oft eine lange Schlange ist. Ich würde lieber die Tickets online kaufen. Was hältst du davon? Du hast recht, so machen wir es. Online bekommen wir auch 5% Rabatt. Ich kaufe die Tickets heute Abend. Danke. Ich gebe dir das Geld am Donnerstag. Was würdest du davon halten, wenn wir eine Führung buchen? Hervorragender Vorschlag. Mit einer Führung lernt man viel mehr. Die Führung um 15:30 Uhr dauert 1 Stunde und kostet 3 Euro extra. Einverstanden. Das ist nicht teuer. Wie kommen wir zum Museum? Ich schlage vor, dass wir zu Fuß gehen, weil das Museum nur 20 Minuten entfernt ist. Wie findest du den Vorschlag? Das gefällt mir. Bei schönem Wetter ist ein Spaziergang perfekt. Wollen wir danach noch einen Kaffee trinken? Ja, gerne. Ich hätte einen guten Vorschlag. Im Museum gibt es ein kleines Café mit sehr leckerem Kuchen. Dort können wir über die Ausstellung sprechen. Super. Kuchen und Kaffee nach der Kunst. Das ist ein perfekter Plan. Darf man im Museum eigentlich Fotos machen? Ja, aber ohne Blitz. Ich bringe meine Kamera mit. Toll. Dann treffen wir uns am Donnerstag um 15 Uhr vor dem Museum. Ja, das geht. Ich freue mich schon. Bis Donnerstag, Mia. Bis Donnerstag. Tschüss. Hallo Julian. Ich habe fantastische Neuigkeiten. Hallo, Mia. Was ist denn los? Du siehst so aufgeregt aus. Meine Lieblingsband spielt nächsten Monat ein Konzert in unserer Stadt. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen hingehen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag großartig. Ich höre ihre Musik auch sehr gerne. Wann genau ist das Konzert? Am Freitag, dem 14. August, um 20 Uhr in der Stadthalle. Hast du an diesem Tag Zeit? Ja, das passt mir gut. Freitags muss ich nur bis 16 Uhr arbeiten. Wo kaufen wir die Tickets? Wir könnten sie am Konzertabend an der Abendkasse kaufen. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil die Tickets an der Abendkasse teurer sind und das Konzert vielleicht ausverkauft ist. Es wäre besser, wenn wir die Tickets jetzt online kaufen. Was denkst du darüber? Du hast recht, so machen wir es. Weißt du, wie viel die Tickets kosten? Ja, ein Ticket kostet 45 Euro. Das ist nicht billig, aber die Band ist es wert. Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Ein Ticket kostet 45 Euro. Ich weiß, das ist viel Geld. Ach so. Okay, für meine Lieblingsband zahle ich das gerne.
Wie fahren wir zur Stadthalle? Ich schlage vor, dass wir mit dem Auto fahren. Ich denke, es wäre besser, wenn wir mit der Straßenbahn fahren, weil es an der Stadthalle keine Parkplätze gibt. Nach dem Konzert stehen alle Autos im Stau. Was würdest du davon halten? Einverstanden. Die Straßenbahn fährt auch nachts. Wollen wir vor dem Konzert zusammen essen? Ja, gerne. Ich hätte einen guten Vorschlag. Neben der Stadthalle gibt es einen guten Burgerladen. Wir könnten dort um 18 Uhr essen. Hervorragender Vorschlag. Ich liebe Burger. Wo treffen wir uns? Treffen wir uns um 17:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Marktplatz? Ja, das geht. Soll ich die Tickets heute Abend für uns beide kaufen? Ja, bitte. Ich überweise dir das Geld gleich morgen früh. Vielen Dank, Julian. Gerne. Das wird bestimmt ein toller Abend mit großartiger Musik. Bis bald, Mia. Bis bald. Tschüss. Hallo Simon, wie geht es dir? Hallo Mia, ganz gut, aber ich sitze zu viel zu Hause. Ich brauche frische Luft und Natur. Mir geht es genauso. Ich würde vorschlagen, dass wir am Wochenende zusammen wandern gehen. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag wunderbar. Wandern ist mein Lieblingshobby. Wohin sollen wir gehen? Wir könnten in die Berge im Süden fahren. Was hältst du davon? Einverstanden. Die Berge dort sind wunderschön. Wann wollen wir fahren? Wollen wir am Samstag oder am Sonntag gehen? Ich schlage vor, dass wir am Samstag gehen, weil das Wetter am Sonntag schlecht werden soll. Es soll regnen. Wie findest du den Vorschlag? Du hast recht, so machen wir es. Bei Regen macht Wandern keinen Spaß. Welche Route nehmen wir? Es gibt einen leichten Weg und einen schweren Weg zum Gipfel. Ich würde lieber den schweren Weg nehmen, weil die Aussicht von oben fantastisch ist. Was würdest du davon halten? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil ich keine Wandererfahrung habe. Es wäre besser, wenn wir dieses Mal den leichten Weg nehmen. Der dauert auch nur 3 Stunden. Was meinst du? Kein Problem, du hast recht. Für den Anfang ist der leichte Weg perfekt. Wie kommen wir in die Berge? Wir könnten mit dem Zug fahren. Er fährt jede Stunde und braucht nur 40 Minuten. Was denkst du darüber? Hervorragender Vorschlag. Im Zug können wir auch frühstücken. Was müssen wir mitnehmen? Ich hätte einen guten Vorschlag. Jeder nimmt einen Rucksack mit Wasser, Sonnencreme und einer Regenjacke mit. Gute Schuhe sind auch sehr wichtig. Einverstanden. Ich habe Wanderschuhe. Und was essen wir unterwegs? Ich mache Sandwiches für uns und nehme Äpfel und Nüsse mit. Oben auf dem Berg gibt es auch eine kleine Hütte mit warmem Essen. Perfekt. Dann essen wir dort eine Suppe. Um wie viel Uhr treffen wir uns? Wie wäre es mit 8 Uhr am Hauptbahnhof? Der Zug fährt um 8:20 Uhr. Ja, das geht. Ich freue mich schon auf die Berge. Bis Samstag. Bis Samstag. Tschüss, Simon. Hallo Tom. Schau mal, die Sonne scheint und unser Balkon sieht so leer und langweilig aus. Hallo Mia, ja, du hast recht. Alle Nachbarn haben schöne Balkone mit Blumen, nur wir nicht. Genau. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir unseren Balkon zusammen bepflanzen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Ein grüner Balkon macht die Wohnung viel gemütlicher. Wann wollen wir anfangen? Wollen wir das nächstes Wochenende machen? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir schon dieses Wochenende anfangen, weil das Wetter perfekt ist. Passt es dir am Samstagmorgen? Ja, das passt mir gut. Welche Pflanzen sollen wir kaufen? Ich schlage vor, dass wir bunte Blumen wie Geranien kaufen. Wie findest du den Vorschlag? Das gefällt mir. Ich würde auch gerne Kräuter pflanzen, zum Beispiel Basilikum, Minze und Petersilie. Dann können wir beim Kochen frische Kräuter benutzen. Was denkst du darüber? Hervorragender Vorschlag. Frische Kräuter sind teuer im Supermarkt. Wir könnten auch Tomaten pflanzen. Was würdest du davon halten? Einverstanden. Kleine Balkontomaten schmecken so gut. Wo kaufen wir die Pflanzen ein? Wir könnten zum Gartencenter am Stadtrand fahren. Dort ist die Auswahl am größten. Was meinst du? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil das Gartencenter zu weit weg ist und wir kein Auto haben. Es wäre besser, wenn wir zum Wochenmarkt gehen. Dort gibt es auch schöne Pflanzen und er ist gleich um die Ecke. Du hast recht, so machen wir es. Der Markt ist am Samstag bis 14 Uhr geöffnet. Wer macht was? Ich hätte einen guten Vorschlag. Du trägst die schweren Blumentöpfe und die Erde und ich pflanze die Blumen ein. Danach räumen wir zusammen auf. Einverstanden. Brauchen wir auch neue Möbel für den Balkon? Ja! Ein kleiner Tisch und 2 Stühle wären schön. Dann können wir morgens draußen frühstücken. Das ist eine wunderbare Vorstellung. Ich habe noch 50 Euro gespart, die gebe ich für die Möbel. Super, ich zahle dann die Pflanzen. Also Samstag um 9 Uhr auf dem Markt? Ja, das geht.
Bis Samstag, Mia. Bis Samstag, tschüss. Hallo Erik, wir haben ein Problem. Unser Sofa ist endgültig kaputt. Hallo Mia. Ja, ich weiß, gestern ist auch noch ein Bein abgebrochen. Wir können darauf nicht mehr sitzen. Genau. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir zusammen ein neues Sofa kaufen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag sehr gut. Ohne Sofa ist das Wohnzimmer ungemütlich. Wann wollen wir einkaufen gehen? Hast du am Samstag Zeit? Nein, am Samstag kann ich leider nicht, weil ich meine Eltern besuche. Es wäre besser, wenn wir am Sonntag schauen. Aber warte, die Möbelhäuser sind sonntags geschlossen. Stimmt. Dann schlage ich vor, dass wir am Montagabend gehen. Die Geschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet. Wie findest du den Vorschlag? Einverstanden. Montag um 17 Uhr passt mir gut. Sollen wir ein neues Sofa kaufen oder ein gebrauchtes? Ich würde lieber ein neues Sofa kaufen, weil es eine Garantie hat. Was denkst du darüber? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil neue Sofas sehr teuer sind. Ein gutes neues Sofa kostet mindestens 800 Euro. Es wäre besser, wenn wir zuerst online nach gebrauchten Sofas schauen. Was würdest du davon halten? Du hast recht, so machen wir es. Im Internet gibt es viele fast neue Sofas für die Hälfte des Preises. Wie viel Geld wollen wir maximal ausgeben? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir geben maximal 300 Euro aus und teilen die Kosten. Jeder zahlt 150 Euro. Hervorragender Vorschlag. Das ist fair. Welche Farbe soll das Sofa haben? Ich möchte ein weißes Sofa. Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Ich sagte, ich möchte ein weißes Sofa. Weiß sieht modern aus. Ach so, ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil weiß sehr schnell schmutzig wird. Ich würde lieber ein graues oder dunkelblaues Sofa nehmen. Was meinst du? Okay, du hast recht. Grau passt auch besser zu unserem Teppich. Und wie transportieren wir das Sofa? Mein Bruder hat einen Transporter. Ich frage ihn, ob er uns hilft. Perfekt, dann suchen wir heute Abend zusammen online. Bis später. Bis später. Tschüss, Erik. Hallo Ali. Kannst du glauben, dass unser Deutschkurs in 2 Wochen endet? Hallo Mia. Nein, die Zeit ist so schnell vergangen, ich werde alle aus dem Kurs vermissen. Ich auch. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir ein Abschlussfest für den ganzen Kurs organisieren. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag wunderbar. So können wir uns richtig verabschieden. Wann sollen wir feiern? Wir könnten am letzten Kurstag feiern. Was denkst du darüber? Einverstanden. Der letzte Kurstag ist ein Freitag. Das ist perfekt. Wo sollen wir feiern? Ich schlage vor, dass wir im Klassenzimmer feiern. Wie findest du den Vorschlag? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil das Klassenzimmer zu klein für 20 Personen ist. Es wäre besser, wenn wir im Garten der Sprachschule feiern. Ich frage den Direktor. Was würdest du davon halten? Du hast recht, so machen wir es. Der Garten ist groß und schön. Was machen wir mit dem Essen? Ich hätte einen guten Vorschlag. Jeder bringt ein Gericht aus seinem Heimatland mit. Wir sind Menschen aus 10 Ländern. Das wird ein internationales Buffet. Hervorragender Vorschlag. Das ist eine tolle Möglichkeit, neue Gerichte zu probieren. Ich koche etwas Typisches für alle. Und die Getränke? Ich kaufe Wasser, Saft und Limonade. Alkohol ist in der Schule nicht erlaubt. Kein Problem. Sollen wir unserer Lehrerin Frau Müller ein Geschenk kaufen? Sie war immer so geduldig mit uns. Ja, unbedingt. Wir könnten Blumen und ein Buch kaufen. Was meinst du? Das gefällt mir. Ich schlage vor, dass jeder Teilnehmer 3 Euro gibt. Dann haben wir 60 Euro für das Geschenk. Einverstanden? Ich sammle das Geld nächste Woche im Kurs. Was ist mit Musik? Ich bringe den Lautsprecher mit. Jeder kann ein Lied aus seinem Land spielen. Wir könnten auch ein paar Spiele auf Deutsch spielen. Das finde ich super. Wer informiert die anderen Teilnehmer? Ich schreibe heute eine Nachricht in unsere Kursgruppe. Kannst du morgen mit dem Direktor sprechen? Ja, kein Problem. Das wird ein unvergessliches Fest. Bis morgen im Kurs. Bis morgen. Tschüss, Ali. Hallo Mert, hast du schon gehört? Frau Weber braucht am Samstag unsere Hilfe. Hallo Mia. Ja, sie hat mich gestern gefragt, wir sollen auf Lisa und Ben aufpassen, ihre 2 Kinder. Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir mit den Kindern in den Zoo gehen. Was hältst du davon? Ich finde deinen Vorschlag großartig. Kinder lieben Tiere. Um wie viel Uhr sollen wir losgehen? Wollen wir um 12 Uhr starten? Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil es mittags zu heiß ist und die Kinder müde werden. Es wäre besser, wenn wir schon um 9 Uhr losgehen. Was denkst du darüber? Du hast recht, so machen wir es. Am Morgen sind die Tiere auch aktiver.
Wie fahren wir zum Zoo? Ich schlage vor, dass wir mit dem Bus fahren, weil die Kinder Busfahren lieben. Die Linie 12 fährt direkt zum Zoo. Wie findest du den Vorschlag? Einverstanden. Mit dem Bus brauchen wir nur 20 Minuten. Was müssen wir für die Kinder mitnehmen? Ich hätte einen guten Vorschlag. Wir nehmen Wasser, Sonnenhüte, Sonnencreme und ein paar Snacks mit. Frau Weber gibt uns bestimmt auch eine Tasche mit. Gut, ich nehme auch Pflaster mit, falls ein Kind hinfällt. Sicherheit ist wichtig. Welche Tiere wollen wir ansehen? Lisa liebt Elefanten und Ben möchte unbedingt die Affen sehen. Wir könnten zuerst zu den Elefanten gehen, danach zu den Affen und am Ende zu den Pinguinen. Was würdest du davon halten? Hervorragender Vorschlag. Um 11 Uhr gibt es auch eine Fütterung bei den Pinguinen. Das dürfen wir nicht verpassen. Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Um 11 Uhr füttert ein Tierpfleger die Pinguine. Das ist ein tolles Programm für Kinder. Ach so, wunderbar. Und was machen wir mit dem Mittagessen? Sollen wir im Zoo-Restaurant essen? Ich würde lieber ein Picknick machen, weil das Restaurant teuer ist. Im Zoo gibt es einen schönen Picknickplatz mit Spielplatz. Was meinst du? Das gefällt mir. Ich mache Sandwiches für uns alle. Die Kinder können nach dem Essen auf dem Spielplatz spielen. Perfekt, also Samstag um 8:45 Uhr an der Bushaltestelle. Ja, das geht. Das wird ein schöner Tag. Bis Samstag. Bis Samstag. Tschüss, Mia.